Es ist nämlich oft so, dass viele Menschen Angst davor haben, was zu Papier zu bringen. Reflektierendes Schreiben, das ist Denken auf Papier und das ist etwas, das sehr, sehr viele Menschen gar nicht kennen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Mein heutiger Podcast-Gast hat einen eigenen Podcast und der heißt Schreibgeflüster. Wir reden also im Erfolgsgeflüster-Podcast auch über das Thema Schreiben, denn mein heutiger Podcast-Gast ist Autorin. Sie hat einige Bücher veröffentlicht, auch viele Artikel, hat einen eigenen Blog, eben einen eigenen Podcast und vieles mehr. Und sie ist zudem Schreibcoach, denn sie begleitet andere Menschen dabei, zum einen durch Schreiben Selbstreflexion zu machen und zum anderen natürlich auch für diejenigen, die ein eigenes Buch schreiben oder sogar verlegen wollen. All das und mehr jetzt hier in dieser Folge Erfolgsgeflüster und damit begrüße ich meinen heutigen Gast. Hallo Claudia Sprinz. Schönen guten Tag. Wir reden heute über das Schreiben. Das ist ja etwas, was wir alle mal irgendwann gelernt haben, aber Schreiben ist nicht gleich Schreiben. Schreiben ist für manche Menschen eine Tätigkeit, für dich ist es so viel mehr, und zwar ein Lebensziel, habe ich auch unter anderem auf deiner Webseite schön lesen dürfen. Was bedeutet Schreiben für dich und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe schon als Kind zu schreiben begonnen. Das hat so im zarten Alter der Volksschule begonnen, wo ich dann begonnen habe, so Beobachtungen aufzuschreiben. Ich habe hier einen Vogel gesehen oder eine Eidechse, so hat das bei mir begonnen. Und später habe ich dann Tagebuch geschrieben, so wie viele im jugendlichen Alter. Und später dann hat sich das dann auch beruflich weiterentwickelt. Ich habe eine Drehbuchausbildung gemacht. Ich habe für den Film und fürs Fernsehen auch gearbeitet und später auch redaktionell. Also sprich, ich habe eine Website zum nachhaltigen Konsum redaktionell geleitet und habe dann dort auch Pressetexte verfasst und habe Buchbeiträge veröffentlicht und habe parallel dazu eine Ausbildung zum literarischen Schreiben gemacht und auch Kurzgeschichten veröffentlicht. Somit das Schreiben in all seinen Facetten ist mir bestens vertraut. 2019 ist dann auch mein Roman erschienen und jetzt gebe ich mein Wissen auf meinen Social-Media-Kanälen und in Workshops weiter. Sehr schön, das war schon mal ein kompletter Überblick über das, was du alles machst und welche Rolle Schreiben spielt. Ich glaube, wir gehen da jetzt mal noch ein bisschen tiefer rein, denn das sind ja ganz viele verschiedene Facetten vom Schreiben, wie du auch gerade schon es angedeutet hast, ob Kurzgeschichte oder Roman. Ich glaube, das sind komplett verschiedene Künste des Schreibens oder Arten des Schreibens. Deswegen die erste Frage, was ist denn dein Lieblingsschreibstil, wenn man das überhaupt so sagen kann? Hast du da einen? Ja, natürlich das reflektierende Schreiben, was ich auch in meinen Workshops gerne vermittle, weil das ist Denken auf Papier und das ist etwas, das sehr, sehr viele Menschen gar nicht kennen. Also jene, die regelmäßig Tagebuch oder Journal schreiben, die kennen das sehr, sehr gut, aber viele andere kennen es noch gar nicht. Dabei ist es ganz, ganz einfach. Man braucht nur ein Blatt Papier und einen Stift und einfach was man sich gerade denkt, loslegen. Also das kann auch jede Zuseherin, jeder Zuseher oder Zuhörerin, Zuhörer jetzt in dem Moment machen, kurz mal auf Pause und einfach loslegen. Und es ist so einfach, dass es wirklich jede und jeder umsetzen kann. Was hat man sich denn konkret vorzustellen oder warum beschäftigt man sich oder du in dem Fall als Autorin mit dem Thema Selbstreflexion so sehr? Ist es dann eine Form, die sich auch eben später in Büchern in der Öffentlichkeit quasi wiederfindet oder ist das dann doch etwas sehr Privates oder eine Vorstufe vielleicht zum Veröffentlichen? Ja, ganz genau. Es ist nämlich oft so, dass viele Menschen Angst davor haben, was zu Papier zu bringen, ja, und die sitzen dann oft vorm Bildschirm oder vorm Notizbuch und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das tägliche Schreiben für sich selbst, das ist eine Art Schreibtraining einerseits natürlich und andererseits ist es aber auch eine Möglichkeit, seine Ideen zu Papier zu bringen, sei das jetzt für eine neue Geschichte oder eine Business-Idee oder ein spannendes anderes Projekt, das man vielleicht privat umsetzen möchte. Man kann sich seine Ziele aufschreiben, man kann sein ganzes Leben schriftlich organisieren. Es ist eine riesige Bandbreite und natürlich auch als angehende Autorin oder als Autor ist es eine gute Schreibpraxis, weil diese Texte nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und dadurch fällt es uns viel, viel leichter, einfach unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erlebnisse zu Papier zu bringen. Und durch dieses tägliche Training entwickelt sich natürlich auch das Schreiben weiter. Und deshalb jede Autorin, jeder Autor, den ich kenne, der führt so eine Art Journal oder Tagebuch, natürlich auch um Ideen für Geschichten zu notieren und andererseits natürlich auch, wenn wir wo etwas beobachten. Also
wir Autoren und Autorinnen setzen uns ganz gerne mal irgendwo hin und beobachten einfach Menschen, damit wir, wenn wir Figuren entwickeln, uns dann auch leichter in andere hineinversetzen können. Und da dient uns das Notizbuch natürlich auch als Unterstützung. Und da versuchen wir uns natürlich dann auch in die Menschen hineinzufühlen. Und dementsprechend ist so ein Notizbuch unser täglicher Begleiter, wo wir eben auch zu den Geschichten, aber auch Ideen immer wieder aufschreiben und natürlich auch das, was wir selbst erleben, weil die Figuren sollen natürlich auch authentisch sein. Und deshalb ist das, wie soll ich sagen, so wie die Luft zum Atmen für uns Kreative. Also das brauchen wir natürlich. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, ein Leben ohne Schreiben. Das ist für mich gar nicht wirklich, also keine Ahnung, das wäre wirklich tragisch, wenn ich darauf verzichten müsste. Wenn du jetzt von ja, selbstreflektierendem Schreiben sprichst, ist das dann klassisch wirklich per Hand oder geht sowas inzwischen eben auch am PC? Ist die Wirkung für dich ähnlich vergleichbar heutzutage? Ja, du kannst es schon auch in einer App machen. Also wenn jemand technisch unglaublich verliebt in verschiedene Anwendungen ist, geht das natürlich genauso. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich selber Sprachnachrichten schickt oder es gibt auch Apps, wo man Text, also Sprache zu Text hat. Aber die klassische Selbstreflexion mit der Hand hat halt auch sehr viele Vorteile, weil erstens einmal sind wir ungestört und es ist ein großer Vorteil, wenn wir morgens aufwachen oder auch abends vorm Einschlafen, dann kommen auf die besten Ideen. Wenn wir das auf Papier und mit einem Stift machen, dann passiert mit dem Gehirn was anderes, wie wenn wir das eintippen. Ja, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das heißt, auch diejenigen, die Technik gerne mögen, könnten vielleicht mal in Erwägung ziehen, sich einen Notizblock oder ein Notizbuch zuzulegen und dort einfach ihre Ideen zu Papier zu bringen oder auch da gibt's ja ganz verschiedenste Methoden, wie man das machen kann, vom Dankbarkeitstagebuch angefangen. Also ich habe auf meinen Kanälen da wirklich auch Reisetagebücher oder was auch immer an Möglichkeiten es da gibt, stelle ich ja auch auf meinem YouTube-Kanal immer wieder verschiedenste Methoden auch vor. Das Schöne ist ja, ich glaube, wenn man ein Buch entwickelt und auch erstmal handschriftlich anfängt, früher hat man das dann alles später abtippen müssen. Heutzutage kann das zum Beispiel die KI übernehmen. Einfach ein Foto machen, hochladen und schon transkribiert die KI das Ganze. Insofern ist das, glaube ich, auch ein Kompromiss aus dem Thema Technik und eben handschriftlich. Welche Arten von Menschen kommen denn zu dir, die ein Buch schreiben wollen und welche Bücher veröffentlicht ihr dann in der Regel gemeinsam oder entwickelt ihr? Das hängt immer ganz davon ab, welche Rolle ich da habe. Wenn es zum Beispiel darum geht, hier ein bisschen stilistisch und zu unterstützen, tauche ich da überhaupt nicht auf. Also dann kann es durchaus sein, dass der oder diejenige mich dann nur beizieht und einfach Tipps von mir haben möchte. Es gibt sehr viele Anfänger und Anfängerinnen, die noch gar nicht wissen, wie sie starten sollen. Aktuell begleite ich gerade ein Buchprojekt mit mehreren Personen, wo manche überhaupt noch nie was geschrieben haben. Das ist dann natürlich ein bisschen ein längerer Prozess, bis dann so eine Geschichte steht oder so ein Buchbeitrag. Und dann gibt's natürlich auch zum Beispiel Selbstständige, die wirklich ein größeres Buchprojekt im Rahmen auch ihrer Selbstständigkeit planen, wo wir wirklich uns auch strategisch überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, soll das im Eigenverlag oder auch in einem Verlag erscheinen, wie muss ich an den Verlag herantreten, wie funktioniert das mit einem Exposé und so weiter. Also das hängt immer vom jeweiligen Projekt ab und was der oder diejenige gerade braucht, wo er oder sie gerade steht, in welcher Qualität das erscheinen soll und natürlich auch, wer die Zielgruppe ist. Weil wenn ich ein Buch schreiben will, ich kann natürlich für mich schreiben, ja, oder das auch, sagen wir mal, für die Oma und den Opa oder wem auch immer, oder als Oma, Opa dann natürlich auch für die Enkelkinder. Und da kann ich auch meine Biografie schreiben, das geht natürlich genauso. Aber wenn ich da wirklich auch einen Markt dafür finden möchte, dann gehört das natürlich genauso marketingstrategisch überlegt, nämlich schon in der Konzeption, wie bei jedem anderen Produkt auch. Das bedenken viele nicht. Und hier bin ich gerne beratend zur Seite, auch vielleicht nur einmal um einzuschätzen, wäre das überhaupt ein interessantes Thema oder eine interessante Geschichte, die man da erzählen kann. Was wären denn so die ersten Schritte, wenn ich jetzt sage, ich bin selbstständig, ich will ein Buch schreiben? Es soll wahrscheinlich eher so ein bisschen Sach oder Fachbuch werden, aber viel mehr weiß ich gar nicht. Was wären so die ersten 2, 3 Schritte, die ich vielleicht gehen sollte? Ja, der erste Schritt ist natürlich einmal herzugehen und Ideen zu sammeln.
Einerseits haben viele Selbstständige ja auf Social Media verschiedenste Inhalte. Also wenn diese Inhalte schon einmal vorhanden sind, kann man die einmal als Grundlage nehmen. Und ich bin ein großer Fan davon, einfach mal loszulegen. Sprich, gar nicht erst großartig hergehen und ich weiß nicht, sich das viel zu kompliziert machen, sondern einfach mal alle Ideen zusammen auf einen Haufen und mal losstarten. Und überarbeiten kann man immer noch später, weil das Überarbeiten ist ganz ein wesentlicher Teil des ganzen Prozesses, wo man dann sagt, okay, das hat mir doch nicht so gut gefallen, das gebe ich vielleicht raus oder nehme es für ein anderes Buchprojekt oder da kommt was Neues daher und vor allem wichtig ist, dass es natürlich einen Bezug zu den Menschen hat. Das heißt, die Menschen lieben Geschichten, dementsprechend ist es wichtig, auch Geschichten zu erzählen, aber nicht jetzt so in Berichtsform. Da gibt's ja diesen Begriff Show, don't tell. Also sprich, nicht so auf altklug, so und das muss man dann so und so machen, sondern wirklich Geschichten von Menschen erzählen, die das, worum es da geht, in irgendeiner Form auf spielerische Weise, so wie wir das halt aus dem Kino oder aus dem Fernsehen oder auch aus guten Büchern kennen, erleben. Und das, was transportiert werden soll, sollte natürlich mitschwingen und wie gesagt nicht so mit dem Zeigefinger. Das möchte auch keiner lesen. Es mag auch keiner diese absoluten Horrorgeschichten lesen, so wie ich meine Depression überwunden habe über 300 Seiten. Das interessiert auch keinen. Also es sollte natürlich unterhaltsam sein und sich an den typischen Strukturen, die man halt in Geschichten kennt, mit Anfang, Mitte, Schluss. Also wenn man da ein bisschen experimentiert und natürlich dann auch vielleicht aufmerksam sich anschaut, was sind denn auch, sage ich mal, Geschichten, die man gemeinhin kennt, diese typische Heldenreise zum Beispiel, wenn man sich ein wenig an dem orientiert, kann man schon einmal die ersten Schritte machen und selber für sich einen ersten Entwurf entwickeln. Und wenn man das mal hat, dann ist man dann auch viel flexibler und man muss auch, ja, auch insofern auch eine gewisse Flexibilität zeigen, dass wenn man tatsächlich einen Verlag findet und das sind ja die Experten und Expertinnen und wenn der Verlag sagt, ja, diese und jene Stelle würde ich vielleicht eher streichen, dann wäre es vielleicht ganz gut, vor allem als Erstpublizierende oder Erstpublizierender, dass man sich da auch ein bisschen flexibel zeigt, weil ich habe mal auch ein Buchprojekt begleitet, da hat dann die Person gesagt, nein, also von der Idee will ich mich jetzt nicht trennen. Und da hat der Verlag gesagt, na gut, dann halt nicht. Und das ist halt schade, weil wenn man als Neuling die Möglichkeit hat, wo zu publizieren und dann so stur ist, nein, das möchte ich unbedingt so machen, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt noch 10 andere Verlage zur Hand hat, eher schwindend sein. Also ich glaube, hier ist ein bisschen Flexibilität auch gefragt und auch so das Feedback, auch wenn das manchmal, sage ich mal, nicht einfach zu nehmen ist, aber das ist ja nie persönlich gemeint, sondern da geht es ja dann auch um die Qualität natürlich und die Lesenden zu erreichen und da ist es ganz wichtig, dass man dann auch eine gewisse Flexibilität zeigt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt sprechen wir gerade schon vom Thema Verlag und dazu hatte ich auf jeden Fall auch eine Frage. Und zwar, würdest du den Solo-Selbstständigen, die eben noch nie veröffentlicht haben, empfehlen, das trotzdem auf jeden Fall direkt beim Verlag zu versuchen? Oder würdest du sagen, Eigenproduktion ist eigentlich auch ganz gut, das selber zu verlegen? Self-Publishing ist ja heutzutage gar nicht mehr so kompliziert. Was ist da so deine Einschätzung? Ich glaube, das hängt immer ganz davon ab, was möchte ich mit dem Buch erreichen. Ja, wenn es zum Beispiel ein sehr beliebtes Marketing-Tool ist ja dieses Einstiegsbuch, also so am Beginn der Produkttreppe, das ist wahrscheinlich dann nicht notwendig, einen Verlag zu finden, weil das ist ja dann sozusagen ein Produkt, das ich dann um 9,90 € oder das ist halt so das Typische von solchen, sag ich mal, Werbebüchern. Wenn ich sowas produzieren will, dann werde ich wahrscheinlich keinen Verlag brauchen. Wenn ich hingegen irgendwo auf einem Gebiet ein gewisses Expertenwissen habe und nicht eines, das 10-mal austauschbar ist, also wenn ich wirklich in meinem Gebiet was Tolles geleistet habe oder auch was zu sagen habe und auch vielleicht Geschichten auch von Kunden, Kundinnen oder dem, was mit meinem Business zu tun hat, wenn ich das wirklich nach außen bringen möchte, dann ist es durchaus zu überlegen, einen Verlag ins Auge zu fassen und da sollte ich schon einmal schauen, welche Verlage kommen denn überhaupt für mein Thema in Frage? Ja, einer der größten Fehler, den die Leute machen, ist, dass die im Bausch und Bogen alle Verlage anschreiben. Und ich weiß von den Verlagsleitungen oder auch von den Leuten, die die ganzen Projekte betreuen, sagt, bitte, warum schreiben die uns an? Also so zum Beispiel ein
Kochbuchverlag wird mit, keine Ahnung, Business-Konzepten zugespammt, wo man sagt, oder umgekehrt, ja. Also ich meine, da muss ich mir schon vorher auch anschauen, was ist überhaupt dort das Thema im Verlag, was haben die überhaupt für Publikationen, könnte mein Projekt dort überhaupt reinpassen, und natürlich schicke ich denen nicht sofort ein Manuskript, sondern ich schreibe ein Exposé, wo die einmal sehen, aha, um dieses Projekt geht's, das ist meine Zielgruppe. Also das heißt, es ist wie ein Bewerbungsschreiben an den Verlag, und da kann ich dann ein Kapitel anhängen noch, damit die auch eine Textprobe haben, dass die sehen, die Person kann schreiben. Und wenn das so professionell dorthin geschickt wird an Verlage, die auch tatsächlich solche Projekte rausbringen und suchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dort erfolgreich zu sein, deutlich größer. Aber das sind so, sage ich mal, Kleinigkeiten, die man eigentlich wissen sollte. Und wenn man Fragen hat, kann man sich natürlich gerne an mich wenden. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall schon mal eine wichtige Info, glaube ich, auch einfach, um zu zeigen, wann ungefähr man sich vielleicht an den Verlag wendet. Also, ich habe jetzt zum Beispiel mitgenommen, ich brauche auf jeden Fall ein Exposé, das ist klar den allermeisten, aber ich sollte im besten Fall auch schon eine Textprobe haben. Und vermutlich, wenn ich ein Kapitel hinschicke, habe ich wahrscheinlich selber schon 3 oder 4 geschrieben und kann mir dann ein gutes, passendes aussuchen für die Textprobe. Schön. Genau, jetzt haben wir ja unter anderem vorhin schon ganz kurz über das Thema KI gesprochen. Also, ich habe mir das mal rausgenommen, als ich davon sprach, dass man das eben mit Fotos inzwischen ganz gut transkribieren kann. Welche Erfahrung hast du denn im Bereich Schreiben mit KI und wie schätzt du das Ganze ein, wie das sich in Zukunft eben auch verändern wird, vielleicht eben für Autoren und Lektoren? KI kann ein wirklich nützliches Tool in verschiedensten Bereichen sein. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Texte, die dort entstehen, nichts Besonderes sind. Das heißt, wenn ich, sage mal, Autor für Gebrauchsanleitungen bin oder Autorin, dann kann ich natürlich KI verwenden, weil für eine Gebrauchsanleitung muss etwas nur verständlich sein. Hingegen, wenn ich, sagen wir mal, Beiträge für Social Media schreibe, ich sage meinen Blog, was auch immer, kann ich natürlich, und das weiß ich von meinen Kontakten, dass viele sich mal so ein paar Ideen liefern lassen, falls ihnen selber nichts einfällt. Mir fällt immer was ein, weil ich habe mein Notizbuch, aber falls jemand nicht sich seine Ideen so schnell notiert und schnell mal was schreiben muss oder möchte, dann kann ich mich natürlich inspirieren lassen. Allerdings muss mir bewusst sein, genau die gleiche Antwort kriegen Tausende, um nicht zu sagen Hunderttausende andere. Das heißt, es gibt, wenn man schon ein bisschen ein Gefühl fürs Schreiben hat, so diese typischen Ausdrücke, die alle kennen, wenn sie KI-Texte lesen, ja. Und dann kommt auch noch dazu, dass die dann oft so glatt gebügelt sich lesen, ja. Also das heißt, es werden gewisse Ausdrücke verwendet, es wird, ich sag mal, man spürt's und man merkt, dass das kein menschlich generierter Text ist. Und gerade in, ich sag mal, Blogbeiträge, wo es ja um die persönliche Meinung von jemandem geht oder deren oder seine subjektive Sichtweise, das finde ich halt sehr schade, wenn dann kein persönlicher Stil mehr rüberkommt. Ja, und das ist überhaupt etwas, gerade wenn man literarisch schreibt, dann ist ja ein großer Teil der literarischen Ausbildung, die eigene literarische Stimme auch zu finden. Und auch bei Sachbuchtexten gibt sowas wie die eigene Stimme. Und wenn ich das alles einem Gerät oder einer automatisierten Ausgabe übergebe, dann unterscheidet sich das nicht wesentlich von anderen, und das ist sehr, sehr schade. Zum einen, die sich auskennen, merken es sofort, und das hinterlässt dann irgendwie so einen schalen Geschmack, wo man sich dann denkt, naja, also es muss dann halt jede und jeder für sich entscheiden, aber ich kenne zum Beispiel Lektoren und Lektorinnen, die gesagt haben, Bücher, die von KI geschrieben sind, lektorieren sie nicht, weil ich meine, das ist ein Scherz, das mag eigentlich keiner, und auch wenn viele sagen, KI wird sich noch, ich weiß nicht wie toll, weiterentwickeln, gegen einen handgeschriebenen Text kann ein KI-Text in der Regel nicht mithalten, vor allem wenn es um Literatur zum Beispiel auch geht, weil was einige Autoren und Autoren schon auch machen, ist KI zum Beispiel zur Figurenentwicklung als Inspiration oder zum Brainstormen zu verwenden. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber dass man ganze Texte, na, also das merkt man schon, und da würde ich schon eher davor warnen und würde wirklich empfehlen, dass man eben selbst sich diese Kenntnisse aneignet, durchs Schreiben einerseits und natürlich auch durchs Lesen.
Ja, Lesen ist etwas, das gerade Literatur, also ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Zeitungsartikel oder Social-Media-Beiträge lesen, sondern wirklich auch von Literatur. Wir haben ja in der deutschen Sprache so viele tolle Romane, die auch ausgezeichnet wurden. Wenn ich mir ab und zu mal so einen Roman vielleicht auch als Hörbuch anhöre, da kommt eine ganz andere Sprache und diese feinen Unterschiede in der sprachlichen Gestaltung, die entwickelt sich ja durch den Kontakt mit hochwertiger Literatur und nicht durch 0815 Texte. Ja, das ist so, also wie ja, wenn wir jeden Tag ins Fastfood-Lokal gehen, auch wenn es verschiedene sind, werden wir wahrscheinlich satt, aber es wird nicht so beglückend sein, wie wenn wir ein selbstgekochtes Essen von jemandem, der das mit Liebe und gut zubereitet hat. Ja, und das kann man vielleicht auch ein bisschen mit den KI-Texten vergleichen. Das ist auf jeden Fall ein interessanter und ja, ein guter Vergleich, der im Gedächtnis bleibt, ja. Wie siehst du dich denn selber? Du bist jetzt eben, hast du ja auch gesagt, aktiv als, ich nenne es mal Schreibcoach oder du begleitest Menschen, wahrscheinlich auch das Thema Lektorat, aber gleichzeitig bist du eben auch Autorin. Welches Herz quasi in deiner Brust schlägt ein bisschen mehr oder wie würdest du dich selber sehen? Bist du eher Autorin oder eher eben jemand, die andere begleitet? Ja, ich bin jemand, der die Vielfalt liebt. Deshalb ist ja auch mein Motto, Schreiben ist keine Tätigkeit, sondern ein Lebensstil, weil das gehört für mich alles zusammen. Weil ich selber veröffentliche ja in meinem Blog regelmäßig Inhalte. Das sind zwar keine literarischen Texte, sondern Sachinhalte. Dann habe ich auch noch meinen YouTube-Kanal und ich habe eben auch einen Podcast, wo ich auch immer wieder Gäste einlade. Das heißt, diese Vielfalt des Schreibens, die für mich ganz selbstverständlich ist, also ich hoffe, das setzt sich ein bisschen durch, dass es eben beginnt beim mit sich und selbst, also sozusagen mit sich selber schreiben und dann natürlich auch seine Ziele erreichen, sich selber durchs Schreiben organisieren, aber auch natürlich nach außen zu gehen, sei das jetzt in Sachtexten, aber auch in Geschichten und vielleicht sogar in Kombination. Und bei mir ist es bei meinem literarischen Schaffen so, dass ich immer, wenn ich größere Texte schreiben möchte, da muss ich möchte nicht sagen schwanger gehen mit einer Idee, aber ich habe lange gesucht bei meinem ersten Roman, welche Geschichte möchte ich erzählen, welches Thema möchte ich ansprechen, weil dadurch, dass wir ja sehr lang mit so einem Projekt beschäftigt sind, ja, da kann ja nicht irgendwas einfach so schnell aus dem Ärmel schütteln. Also das ist ja Geschichte, wo ich mir die Figuren überlege, die Geschichte überlege, vorher recherchiere. Ja, da muss ich schwanger gehen und bis jetzt gibt's ein, 2 Ideen, die ich gerade habe, die ich weiter verfolge. Wir werden schauen, wann ich das genau umsetzen werde, aber ich lasse mich dann nicht unter Druck setzen. Also das ist etwas, das ich allen nur mitgeben kann, die vielleicht selber Ideen mit sich herumtragen und sagen, ja, ich muss das jetzt in der und der Zeit, na, niemand muss irgendwas. Also es muss auch keiner, also ich wehre mich auch dagegen, in diese schmale Segmentierung hinein mich pferchen zu lassen, du musst dich spitz positionieren und wie das alles so heißt. Nein, also es kann jede und jeder auch in Bezug auf den eigenen Schreibstil eigene Wege gehen. Es gibt für alle, sage ich mal, literarischen Gattungen als auch für alle Stile Publikum. Das Wichtigste ist natürlich, dass man das macht, wovon man überzeugt ist. Und wenn man lang genug dran bleibt, da kann man nur erfolgreich sein, wenn es jemanden gibt, der das gut findet, logischerweise. Ja. Ja, sehr schön. Über das Thema Erfolg sprechen wir auf jeden Fall gleich noch bei den Abschlussfragen, aber vorher habe ich noch 2, 3 andere Fragen an dich. Zunächst einmal die ganzen Sachen, die du gerade erwähnt hast, deinen eigenen Podcast, deinen YouTube-Kanal, deine Webseite, das packen wir auf jeden Fall alles unter dieses Video. Da findet ihr die Informationen und könnt Claudia eben auch direkt kontaktieren oder euch weitere Informationen und Tipps holen. Und eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, die wollte ich noch loswerden, und zwar: Hast du mal ein Beispiel für inhaltliche Dinge, die du schreibst? Also, was war dein letztes Buch oder deine letzte Veröffentlichung, damit wir uns ein bisschen mehr ein Bild machen können? Wie arbeitest du oder was sind so die Themen, die du verarbeitest durchs Schreiben? Ja, also ich habe ja hier hinten zum einen meine 2 wissenschaftlichen Arbeiten. Da habe ich ja, also ich habe ja 2 Studienabschlüsse mit Auszeichnung. Ich habe einerseits Multimedia Art studiert, da habe ich geschrieben über digitale Spiele im Unterricht für Geschichte. Und dann habe ich einen Master in Corporate Social Responsibility und ethisches Management. Da habe ich über Glück und nachhaltigen Konsum geschrieben. Und dieses Thema habe ich dann auch in einem Buchbeitrag, wo es um Glück ging,
habe ich dort hineingepackt, weil Glück ist etwas, das vielen sehr, sehr wichtig ist und Schreiben kann auch ganz entscheidend zum Glück beitragen. Und dann habe ich einen Buchbeitrag geschrieben zum Thema, das war im Zuge einer früheren Tätigkeit, wo ich eben redaktionell gearbeitet habe, da habe ich geschrieben zum Thema Green IT, weil Nachhaltigkeit natürlich, wenn man sich mit gesellschaftlicher Verantwortung beschäftigt, ein wichtiges Thema ist. Dann habe ich einen Vorwort geschrieben zu einem Kochbuch. Dann habe ich zahlreiche Kurzgeschichten geschrieben zu allen möglichen Themen, wo es auch großen Spaß macht, die Figuren sterben zu lassen. Also es kennen die Krimi-Autorinnen und Autoren, dass es wirklich Vergnügen bereitet, manche Figuren dann in der Geschichte sterben zu lassen. Und mein Roman handelt von einer Liebesgeschichte, die dann doch etwas ungewöhnlich endet, weil da geht es nämlich um häusliche Gewalt, aber nicht ein, sage ich mal, eine Gewaltoper von vorn bis hinten, sondern ein Liebespaar, wo sich die Beziehung im Laufe der Zeit verändert und dann die Frau diejenige ist, die den Mann körperlich attackiert. Und das war damals, als ich den Roman, der ist im Hollitzer Verlag in Wien erschienen und ich habe ihn in Leipzig auf der Buchmesse präsentieren dürfen. Und das Lustige war, dass der Verlag es allen möglichen Medien angeboten hat und die Frauenzeitschriften haben tatsächlich die Rezension verweigert, so nach dem Motto, es kann nicht sein, dass auch eine Frau gewalttätig ist, aber es ist tatsächlich wirklich ein sage ich mal, noch tabuisiertes Thema, weil es tatsächlich auch in gewissen Gewaltformen Frauen gibt. Und als ich an der Geschichte recherchiert habe und auch Fachleute interviewt habe, habe ich von einigen im Umfeld gehört, sie hatten das auch schon mal, dass ihre Freundin sie attackiert hat, was mich echt schockiert hat, weil ich dachte, das ist wirklich eine verschwindend geringe Anzahl an Männern, aber es gibt doch mehr, als man glaubt. Aber damals, als die MeToo-Debatte gerade sehr prominent diskutiert wurde, hat man für so ein exotisches Thema, dass es auch Männer gibt, die von Gewalt betroffen sein können, keinen Raum gehabt, was natürlich schade war. Das war so ein bisschen ein Überblick über das, was ich da so geschrieben habe. Also ich bewege mich da in ganz unterschiedlichen Bereichen und finde es auch schön und spannend, beim Schreiben auch verschiedenste Themen anzusprechen und natürlich auch im Falle meines Romans auch ein bisschen Gesellschaftskritik für eine, sage ich mal, ein bisschen wenig beachtete Gruppe, die genauso darunter gelitten hat oder leidet wie alle anderen und deshalb genauso eine Stimme brauchen und genau. Damit bist du ja auf jeden Fall mit deiner eigenen Vielfalt in den Veröffentlichungen bist du wohl für sehr viele Menschen eben vielleicht die richtige Person zum Begleiten der eigenen Buchidee, egal ob es eben ja eine Kurzgeschichte ist, was Wissenschaftliches oder eben auch ein Roman bis hin zu ja ein Stück weit Gesellschaftskritik-Themen. Ja, super spannend auf jeden Fall. Dann noch eine weitere Frage zum Thema Bücher. Jetzt leben wir ja alle in einem digitalen Zeitalter heutzutage, wo sehr viele Leute auch mit E-Books und ähnlichen Dingen unterwegs sind oder auch natürlich so Sachen wie Kindle und so weiter, ne, wo man das alles lesen kann. Was ist denn bei dir nach wie vor das Go-To-Medium? Sind es immer noch die Hardcopy-Bücher oder liest du tatsächlich privat auch inzwischen ganz gerne mal digital? Ja, ich lese sowohl als auch. Also ich bin ja wirklich auch so vielfältig unterwegs. Ich mag gern gedruckte Bücher, ich mag gern digitale Bücher, ich mag auch gern Hörbücher. Die Sachbücher mag ich besonders gerne als Hörbuch, weil das kann ich dann beim Staubwischen oder so hören. Es ist sehr praktisch. Die Romane lese ich gerne in gedruckter Form und vor allem, ich leihe mir gerne auch Bücher in der Bücherei aus. Das kann ich wirklich allen sehr empfehlen, weil ich komme ja, wie man der Sprache entnimmt, aus Niederösterreich. Das ist südlich von Wien und hier gibt es in der Nähe eben in Wien eine große Bücherei, wo man wirklich von Sachbüchern über Romane bis zu, ich glaube sogar DVDs oder Blu-rays oder was auch immer an Angeboten kriegt. Ich glaube sogar Spiele verleihen sie. Also sowas kann ich allen, die sagen, ja, Bücher sind so teuer oder ich kann mir das nicht leisten. Also am besten in die örtliche Bücherei schauen. Da zahlt man bei uns, glaube ich, 30 oder 40 Euro pro Jahr und kann sich wirklich viele Medien ausleihen. Cool. Ja, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr noch Hardcopy lest oder ob ihr auch eher digital unterwegs seid. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr Fragen an Claudia habt, inhaltlicher Natur, könnt ihr die natürlich auch gerne kommentieren. Da schauen wir auf jeden Fall auch rein.
Claudia, wir dürfen jetzt auf jeden Fall noch über das Thema Erfolg sprechen. Das hast du eben selber schon angerissen und wir sind natürlich bei Erfolgsgeflüster. Deswegen fangen wir da direkt mal mit an. Wir haben am Ende des Podcasts immer so ein kleines Spiel. Du darfst jetzt noch ein paar Sätze vollenden und da wir über Erfolg gerade gesprochen haben, fangen wir damit an. Und zwar, Erfolg bedeutet für mich. Schreiben. Schon allein, dass ich mich hinsetze und schreibe, ist für mich bereits der Erfolg. Sehr schön. Dann bin ich gespannt, welche Rolle Persönlichkeitsentwicklung spielt. Wir haben vorhin über Selbstreflexion gesprochen, aber deswegen lautet der Satz jetzt hier, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Eine lebenslange Weiterentwicklung. Schön, ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen, denn es gibt einfach kein richtig und falsch und es ist sehr spannend zu sehen, was das für all meine Gäste hier bedeutet. Und damit kommen wir zum letzten Wort und zwar Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet, es in vollen Zügen genießen. Schön, schönes Schlusswort. Dann, liebe Claudia, hast du noch einen letzten Impuls zum Thema Schreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie können sie zum Beispiel sich mit diesem Thema selber beschäftigen, wenn sie sagen, ich habe jetzt noch nicht die Idee, die ich komplett ausarbeiten möchte, zum Beispiel mit deiner Begleitung, aber ich bräuchte schon jemand, der mir da ab und zu mal über die Schulter guckt oder mir so ein paar Impulse gibt. Wie kann ich das machen? Wie unterstützt du diese Menschen? Ja, ich mache auch Schreibworkshops regelmäßig oder wer Lust hat, auch Mitglied des Reflexionsclubs zu werden, da treffen wir uns einmal pro Monat über Zoom und da gibt's 2 Stunden Zeit, sich angeleitet mit sich selbst zu beschäftigen. Wer möchte, kann dann hinterher auch die Erlebnisse mit den anderen teilen. Da geht's einfach um simple Fragen, die jede und jeder von uns beantworten kann, von so einfachen Fragen, wofür bin ich heute dankbar oder was habe ich heute Gutes erlebt oder worin bin ich gerade momentan erfolgreich. Also das sind so einfache Reflexionsfragen, die jede und jeder beantworten kann. Und das ist ein sehr, sehr guter Einstieg ins Schreiben, weil Schreiben hilft uns ja dann auch, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erlebnisse auch zu verarbeiten. Wenn wir das auf Papier bringen, haben wir dann auch ein bisschen Distanz. Schreiben ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um Stress abzubauen, um Erlebnisse gut zu verarbeiten oder eben auch, um tolle Ideen zu notieren und die dann vielleicht auch auszuarbeiten und Wirklichkeit werden zu lassen. Weil jede gute Idee beginnt mal als Gedanke und wenn sie mal auf Papier gebracht ist, ist das der erste Schritt zur Umsetzung und dementsprechend ist das eine Möglichkeit, wie ich auch, wenn ich vielleicht noch keine große Idee habe, mal ganz sanft starten kann unter Anleitung und einfach mal schauen kann, was passiert und wie es mir damit geht. Das klingt auf jeden Fall nach einer super Möglichkeit, um einfach mal reinzuschnuppern in die Selbstreflexion und eben das Thema Schreiben. Danke dafür. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall auch unter diesem Video in der Beschreibung. Dann, Claudia, danke, dass du heute hier im Erfolgsgeflüster-Podcast warst. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert gerne den Kanal und dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Macht's gut und bis dann.